Letztes Jahr wurde zu Halloween ein sehr interessantes Fangame veröffentlicht und weil heute wieder Halloween ist, dachte ich mir, dass ich dieses doch mal vorstellen könnte. Wobei, es ist zwar eine Demo, aber ist hier jetzt auch egal. Die Rede ist von Sonic Unleashed Halloween Night. Dieses Spiel wurde von dem YouTuber Emerald Squad entwickelt, der auch unter anderem Sonic Resistance und eine Alpha zu Sonic Rift erstellt hat. Und entwickelt wurde das Ganze hier mit der Unity Engine. Aber werfen wir doch mal einen Blick in das Spiel und der Titelbildschirm sorgt schon mal für die richtige Stimmung mit den Elementen, die man auch aus Pumpkin Hill von Sonic Adventure 2 erkennt. Mit den Kürbissen, den Grabstein und so weiter. Man kann durchaus sagen, dass er sich was dabei gedacht hat. Klar, Sonic's Face sieht hier sehr glatt aus, aber das können wir hier mal ignorieren, da es nur eine Fangame-Demo ist und kein Versuch, Sonic Unleashed auf dem PC zu remaken. Da Emerald Squad aus Spanien kommt, sind die Texte in dem Spiel ebenfalls in Spanisch, was uns hier aber mal nicht stören sollte, da alles eigentlich selbsterklärend ist. In dieser Demo können wir 2 Acts und die Hauptword von Apotos bei Nacht spielen. Die Windmill Isle Acts, die ich gleich näher vorstellen werde, sind zwar alles kurze Level, wie man es auch von der Wii bzw. PS2-Version her kennt, aber was besonders auffällt, sind die Locations. Denn das erste spielt außerhalb der Stadt und das zweite Level innerhalb der Stadt. Im Original fängt man ja auch außerhalb der Stadt an, da Sonic nach seinem sehr harten Aufprall dorthin will, um dort Informationen zu Chip zu sammeln. Und das zweite Level geht dann durch die Stadt, nachdem man das Gaia-Tor betreten konnte. Gut, das sind beides Tag-Sonic-Level, aber die Referenz dazu finde ich echt super und zeigt, dass der Typ sich auch dabei was gedacht hat. Sonic steuert sich zwar größtenteils wie beim Original, allerdings mit deutlichen Einschränkungen. Das fängt schon damit an, dass er keine Doppelsprünge ausführen kann, was zwar in diesem Fangame kein Problem dargestellt hat, da man alles mit normalen Sprüngen erreichen konnte, aber irgendwie hat das gefehlt. Und bei den Kämpfen sind genauso Einschränkungen zu sehen. Sonic kann zwar mit links und rechts angreifen, wie man es bislang kennt, allerdings gibt es gar keine Kombos und ein sehr großes Problem sind die Delays nach jedem Angriff. Denn wenn die Gegner einmal dir zu nahe gekommen sind, dann bist du schnell derjenige, der von denen auseinandergenommen wird. Zum Leveldesign habe ich vorhin schon ein paar Worte verloren, aber die Level sind keine Nachbauten aus dem Originalspiel, sondern selbst erstellte, was man hier definitiv loben kann. Die Level sind zwar größtenteils linear aufgebaut, aber man kann auch andere Wege erkunden, wo man zusätzliche Ringe oder auch Mondmedaillen finden kann. Ja, dieses Item gibt es hier auch und davon sind so einige offensichtlich und manche weniger offensichtlich versteckt. Diese bringen euch zwar in dieser Demo so gut wie nichts, aber bieten dennoch einen guten Anreiz, sich das Level genauer anzuschauen. Man hat auch die Möglichkeit, an bestimmten Stellen, zum Beispiel auf die Mauer oder Felsen zu springen. Und so konnte ich auch diese eine tolle Aussicht in Act 2 betrachten. Und da sieht man nochmal deutlich, wie viel Arbeit dort drin steckt. Durch die vielen Kürbisse, Grabsteine, Suppenkessel, Geister und so weiter wird dieses Fangame seinem Titel auch mehr als gerecht. Und im Act 2 gibt es sogar eine Art Mini-Boss-Kampf gegen den Dark Gaia Guardian, der zwar nur seine Standardattacke drauf hat, aber es ist durchaus eine sehr tolle Idee, die da eingebaut wurde. Von der Musik her wurde bei den Acts nur das normale Windmill Isle Theme benutzt. Es wäre zwar cool gewesen, wenn man bei den Kämpfen die Battle-Musik gehört hätte, was bestimmt möglich gewesen wäre, wenn man zum Beispiel beim Hochziehen der Barriere den Track wechselt und wenn diese verschwindet wieder ins normale Theme wechselt. Klar weiß ich jetzt nicht, ob das bei seinem Game so einfach möglich gewesen wäre, aber so könnte man das machen. Es gibt aber einen Track, der custom ist, nämlich der bei dem Titelbildschirm. Es handelt sich dabei um einen Remix des zweiten Tracks zu Hank Castle aus Sonic Heroes, welcher hier mehr als passend ist. Eine Besonderheit der Demo ist ja die Hubworld zu Apotos bei Nacht, denn man kann die Stadt sowie zumindest einen Teil des Gaia-Tor-Bereichs anschauen und das Beste dabei, es gibt gar keine unsichtbaren Wände, sprich man kann überall hin. Na gut, außer auf die unteren Straßen, weil da stirbt man komischerweise direkt, obwohl man doch locker wieder hochklettern könnte. Kapiere ich zwar nicht, aber okay. Mal abseits von dem Gaia-Tor-Bereich wurde auch alles getreu dem Original nachgebaut, was echt nice ist und auch ein großes Lob verdient. Allerdings gibt es auch durchlässige Böden, Türme, die nur als Deko existieren. Die Pose finde ich immer noch witzig. Und an einer Stelle kannst du definitiv nicht mal raus, weil Wände und so. Hier hätte ich mir echt eine unsichtbare Wand gewünscht. Aber es ist ja nur eine Demo, also belassen wir es dabei. Neben dem einen Mann und dem Geist gibt es keine weiteren Elemente, was das Ganze auch schon etwas leer wirken lässt. Ein paar Mondmedaillen zu verstecken wäre auch mit Sicherheit nice gewesen, weil der Zähler ansonsten gar keinen Sinn macht. Und wie kann man es zusammenfassen? Die Idee dahinter finde ich richtig super und auch die Level sind sehr gut gewesen, auch wenn diese etwas kurz waren. Klar, an manchen Dingen kann man noch einiges verbessern, wie der Musikwechsel, das Delay bei den Attacken, aber im Großen und Ganzen hat mir die Demo sehr gefallen. Wie findet ihr die Demo und stimmt ihr meinen Ausführungen zu oder seid ihr vielleicht in manchen Punkten anderer Meinung? In der Videobeschreibung findet ihr den Link zu dem Trailer-Video von Emerald Squad, wo ihr euch auch das Spiel herunterladen könnt. Ich wünsche euch noch ein tolles Halloween und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin und Burst out!